Schau dir gleich einmal die Ohrspitzen deiner Katze an. Genau dort zeigt sich eine Sommergefahr, die fast alle Halter übersehen. Denn ja, Katzen bekommen Sonnenbrand und bei manchen bleibt es nicht bei einer geröteten Haut, sondern es entsteht über Jahre ein ernstes Problem. In den nächsten Minuten zeige ich dir, woran du Sonnenschäden früh erkennst, welche Katzen besonders gefährdet sind und wie du deine schützt, ohne ihr die Sonne wegzunehmen. Fangen wir direkt mit dem Blick an, der dir am meisten verrät. Sieh dir die Spitzen der Ohren, den Nasenrücken und die Augenlider deiner Katze genau an. Gesunde Haut dort ist glatt und unauffällig. Achte auf Rötungen, feine Schuppen, kahle Stellen oder verkrustete Ränder. Genau das sind die ersten Zeichen eines Sonnenschadens. Mach diesen Blick im Sommer zur Gewohnheit, zum Beispiel beim Streicheln. Er dauert 10 Sekunden und ist der wichtigste Hautschutz, den du deiner Katze geben kannst. Fahr dabei ruhig auch einmal sanft über die Ohrränder. Fühlen sie sich rau, verdickt oder schorfig an, obwohl sie glatt sein sollten, ist das ein Hinweis. Warum ausgerechnet Ohren und Nase? Weil dort am wenigsten Fell wächst und die Haut sehr dünn ist. Es fehlt schlicht der natürliche Schutzschild, den der Rest des Körpers hat. Dazu kommt, dass Ohren beim Sonnenbaden fast immer nach oben zeigen. Sie bekommen dadurch am meisten direkte Strahlung ab, Stunde um Stunde. Eine kurze Sache, bevor wir tiefer gehen. Danke, dass du dir das ansiehst, denn dieses Thema wird fast nie besprochen und kann deiner Katze langfristig viel ersparen. Bleib dran, gleich kommt der Schutz. Und damit sind wir bei der Frage, welche Katzen besonders gefährdet sind. Hier gibt es eine klare Antwort. Am stärksten betroffen sind Katzen mit weißem oder sehr hellem Fell. Ihnen fehlt das dunkle Pigment, das die Haut wie ein natürlicher Sonnenschutz abschirmt. Erfahrungen aus Tierarztpraxen zeigen immer dasselbe Bild. Weiße Katzen sind deutlich häufiger betroffen als dunkle. Das Pigment macht wirklich den Unterschied. Besonders kritisch wird es, wenn Ohren und Nase weiß sind und die Haut darunter rosa durchschimmert. Auch eine ansonsten getigerte Katze kann weiße Ohren haben und damit genau dieses Risiko tragen. Entscheidend ist also nicht die Fellfarbe insgesamt, sondern die einzelne Stelle. Jeder unpigmentierte, helle Fleck an Ohr oder Nase ist eine Schwachstelle. Ebenfalls gefährdet sind haarlose Rassen wie die Sphynx sowie Katzen mit sehr dünnem Fell. Und überall dort, wo eine Katze kahle Stellen hat, ist die Haut ungeschützt. Auch ältere Katzen mit dünner werdendem Fell gehören dazu. Und Katzen, die nach einer Operation rasierte Stellen haben, brauchen in dieser Zeit besonderen Schutz. Sehen wir uns jetzt an, was die Sonne mit der Haut macht. Fachleute nennen das solare Dermatitis, also eine durch Sonne ausgelöste Hautentzündung. Sie entsteht nicht durch einen einzelnen heißen Tag, sondern durch die Summe vieler Sonnenstunden über Monate und Jahre. Am Anfang wirkt die Haut nur leicht gerötet oder rosa. Vielleicht schuppt sie ein wenig und an den Ohrspitzen fallen die feinen Härchen aus. Das sieht harmlos aus und wird deshalb gern übersehen. Viele halten das für trockene Haut oder eine Kleinigkeit vom Kratzen. Der Unterschied ist, Sonnenschäden treten immer an denselben Stellen auf und werden im Sommer schlimmer. Bleibt die Belastung bestehen, verändert sich das Bild. Die Haut wird dicker, die Ohrränder werden krustig und rau und die Stellen können jucken oder schmerzen. Manche Katzen kratzen sich dann vermehrt an den Ohren oder schütteln häufiger den Kopf. Auch das kann ein Hinweis sein, dass die Haut dort leidet. Im weiteren Verlauf brechen die Stellen auf. Es entstehen kleine Wunden und Geschwüre, die nässen, bluten und einfach nicht abheilen wollen. Spätestens dann ist es kein kosmetisches Problem mehr. Offene, nicht heilende Stellen gehören immer tierärztlich abgeklärt. Und genau hier wird es ernst. Aus dauerhaft sonnengeschädigter Haut kann sich ein Hauttumor entwickeln, meist ein sogenanntes Plattenepithelkarzinom. Das ist ein bösartiger Tumor, der langsam wächst, aber das umliegende Gewebe zerstört. Bei Katzen ist er eine der häufigsten Hautkrebsformen überhaupt. Er streut zwar meist spät,
zerstört aber örtlich viel Gewebe. Genau deshalb zählt hier jedes Jahr, in dem du früh reagierst. Und er trifft fast immer dieselben Stellen: Ohrspitzen, Nasenrücken und Augenlider. Also genau die Bereiche, die du eben angeschaut hast. Deshalb ist dieser kurze Blick so wertvoll. Du kontrollierst damit genau die 3 Stellen, an denen es bei Katzen fast immer beginnt. Das Tückische daran ist die Langsamkeit. Ein Sonnenbrand heilt, aber der Schaden in der Haut summiert sich über viele Sommer hinweg, ganz unbemerkt. Deshalb ist das kein Problem, das plötzlich auftaucht. Es baut sich über Jahre auf, und die kleine Kruste am Ohr, die immer wieder kommt, ist oft das erste ehrliche Warnsignal. Wenn du also jedes Jahr dieselbe Stelle bemerkst, ist das kein Zufall. Das ist deine Katze, die dir zeigt, wo die Sonne bereits gearbeitet hat. Die gute Nachricht: früh erkannt, lässt sich viel machen. Tierärzte können solche Stellen behandeln, und je früher das passiert, desto einfacher und schonender ist es. In frühen Stadien reicht oft ein kleiner Eingriff. Bei Ohren wird zum Beispiel manchmal nur die betroffene Spitze entfernt und die Katze lebt danach völlig normal weiter. Deshalb gilt eine klare Regel: jede Kruste, wunde Stelle oder Rötung an Ohr oder Nase, die nach 1 bis 2 Wochen nicht abheilt, gehört einem Tierarzt gezeigt. Lieber einmal zu oft hingefahren, als eine Veränderung monatelang zu beobachten. Bei der Haut ist früh immer besser als abwarten. Kurzer Hinweis an dieser Stelle: welche Katzen die Hitze insgesamt am schlechtesten vertragen, habe ich in einer eigenen Folge dieser Reihe gezeigt. Du findest sie am Ende und in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zum wichtigsten Teil. Wie schützt du deine Katze, ohne ihr die geliebte Sonne komplett zu verbieten? Der wirksamste Hebel ist die Uhrzeit. Die Sonne ist zwischen etwa 10 und 16 Uhr am stärksten. Genau in diesem Fenster sollte deine Katze nicht stundenlang in der prallen Sonne liegen. Hat deine Katze Freigang, versuche sie in diesen Stunden drinnen zu halten. Frühmorgens und am späten Nachmittag kann sie draußen sein, ohne dass die Strahlung so intensiv ist. Bei Freigängern lässt sich das gut über die Katzenklappe steuern. Viele Halter sperren sie über die Mittagsstunden einfach zu. Sorge draußen außerdem immer für Schatten. Ein schattiger Unterstand, ein überdachter Balkonbereich oder dichte Büsche geben ihr die Möglichkeit, selbst auszuweichen. Wichtig ist, dass der Schatten über den Tag mitwandert. Ein Platz, der morgens schattig ist, kann mittags voll in der Sonne liegen. Auch drinnen bist du nicht automatisch auf der sicheren Seite. Eine Katze, die täglich stundenlang im Sonnenfenster liegt, bekommt ebenfalls einiges an Strahlung ab, denn Fensterglas filtert nicht alles. Wenn deine Katze so einen Lieblingsplatz hat, kannst du eine UV-Schutzfolie am Fenster anbringen. Sie ist unauffällig und deine Katze behält ihren Ausblick, nur eben ohne die schädlichen Anteile. Alternativ verlegst du den Liegeplatz ein Stück. Oft reicht es schon, das Katzenkissen aus dem direkten Sonnenfleck in den hellen Halbschatten daneben zu schieben. Die meisten Katzen nehmen den neuen Platz an, wenn er genauso warm und gemütlich ist. Es geht ihnen um die Wärme, nicht zwingend um das direkte Licht. Und jetzt zum Thema Sonnencreme, denn hier passieren die gefährlichsten Fehler. Bitte hör hier besonders genau hin. Nimm niemals einfach deine eigene Sonnencreme für die Katze. Viele Produkte für Menschen enthalten Stoffe wie Zinkoxid oder Salicylate, die für Katzen giftig sein können. Der Grund liegt auf der Hand. Katzen lecken sich. Was du aufträgst, landet über kurz oder lang im Magen deiner Katze, und genau das macht falsche Produkte so riskant. Verwende deshalb ausschließlich Sonnenschutz, der ausdrücklich für Katzen gedacht ist. Solche Produkte basieren meist auf Titanoxid und sind so gemacht, dass sie beim Ablecken nicht schaden. Und am besten sprichst du vorher kurz mit deinem Tierarzt. Er sagt dir, welches Produkt sinnvoll ist und ob deine Katze es überhaupt braucht. Falls du Sonnenschutz aufträgst, dann sparsam und genau auf die gefährdeten Stellen, Ohrspitzen und Nasenrücken. Lenk deine Katze danach kurz ab, damit die Creme etwas einziehen kann.
Ein Spiel oder eine Streicheleinheit reicht dafür oft schon. Und wenn deine Katze sich strikt weigert, zwing sie nicht, sondern setz stärker auf Schatten. Ganz ehrlich gesagt ist Sonnencreme aber nur die zweite Wahl. Schatten und die richtige Tageszeit sind bei Katzen fast immer der bessere und einfachere Weg. Denn keine Creme hält so zuverlässig wie ein Platz, an den die Sonne gar nicht erst hinkommt. Ein Wort noch zum Scheren, weil die Frage oft kommt. Schere deine Katze im Sommer nicht kahl. Ohne Fell liegt die Haut völlig ungeschützt in der Sonne und das Risiko steigt deutlich. Wenn Fell aus medizinischen Gründen weg muss, sprich mit deinem Tierarzt über den Schutz für diese Zeit. Wenn deine Katze zu einer Risikogruppe gehört, lohnt sich ein regelmäßiger Blick beim Tierarzt. Bei weißen Katzen mit hellen Ohren kann eine jährliche Kontrolle der Haut sehr sinnvoll sein. Sprich das beim nächsten Routinebesuch einfach an. Dein Tierarzt weiß dann, worauf er bei deiner Katze besonders achten soll. Und noch ein praktischer Tipp. Mach im Frühling einmal ein Foto von den Ohren deiner Katze. So merkst du später sofort, ob sich etwas verändert hat. Ein Foto sagt mehr als die Erinnerung. Veränderungen an Ohrspitzen passieren so langsam, dass man sie im Alltag kaum bemerkt. Und damit sind wir beim eigentlichen Kern. Es ist eine bittere Ironie. Ausgerechnet der Platz, den deine Katze am meisten liebt, ist der ihr langsam schadet. Für sie ist der warme Sonnenfleck pures Wohlbefinden. Sie hat keine Ahnung, dass genau diese Wärme über die Jahre ihre Haut verändert, und sie kann es dir auch nicht sagen. Deshalb geht es nicht darum, ihr die Sonne wegzunehmen. Es geht darum, ihr eine Sonne anzubieten, die sie gefahrlos genießen kann. Halbschatten statt praller Mittagssonne. Sie verliert dadurch nichts. Sie bekommt nur eine Version ihres Lieblingsplatzes, die ihr auch in 5 Jahren noch gut tut. Und es geht darum, hinzusehen. Die Zeichen stehen an einer Stelle, die du jeden Tag streichelst. Wir schauen nur meistens nicht wirklich hin. Und genau das kannst du ab heute ändern. Ganz nebenbei beim nächsten Streicheln. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann diese. Kontrolliere im Sommer regelmäßig Ohrspitzen und Nase und halte deine Katze in der Mittagssonne aus dem direkten Licht. Jetzt bin ich neugierig. Hat deine Katze weiße Ohren oder einen hellen Nasenrücken? Und wie schattig ist ihr Lieblingsplatz? Schreib es mir in die Kommentare, so helfen wir gemeinsam anderen Katzenhaltern. Und hier ist der eine Moment, in dem ich dich wirklich um etwas bitte. Wenn dir das geholfen hat, deine Katze besser zu schützen, lass ein Like da. Das hilft dem Kanal ehrlich weiter. Und abonniere, wenn du jede Woche mehr über deine Katze erfahren willst. Wenn du jetzt direkt weitermachen willst, habe ich hier 2 Videos für dich. Links erfährst du, welche Katzen die Hitze am wenigsten vertragen. Gerade helle und empfindliche Tiere findest du dort wieder. Und rechts wartet das Video, das viele überrascht hat. Warum deine Katze dich anders sieht, als du glaubst. Es ist der Schlüssel, um sie wirklich zu verstehen. Klick auf eines der beiden. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video.